Am Morgen des 26. Dezember 2004 wirkte die Küste des Indischen Ozeans wie ein perfektes Urlaubsparadies. Die Sonne stand hoch am Himmel, Menschen lachten, Kinder spielten und alles schien ruhig und friedlich. Doch dann, innerhalb von Sekunden, ohne jede Warnung, verwandelte sich dieser Ort in einen Albtraum. Ein gewaltiges Erdbeben der Stärke 9,1 erschütterte den Meeresboden und löste riesige Tsunamiwellen aus, höher als Häuser, schneller als jedes Fluchtfahrzeug. Ganze Städte wurden ausgelöscht, Küstenlinien verschwanden und mehr als 225.000 Menschen verloren ihr Leben. Die Menschen waren vollkommen überrascht, Warnsysteme versagten oder existierten gar nicht. Doch mitten in diesem Chaos berichteten Überlebende von etwas, das bis heute Gänsehaut verursacht. Elefanten, die Touristen trugen, rissen sich plötzlich los und rannten panisch in Richtung der Berge. Hunde weigerten sich, ihre Ställe oder Häuser zu verlassen. Vögel verließen schlagartig die Küstenregionen und flogen geschlossen ins Landesinnere, weg vom Meer. Willkommen zu einer neuen Folge von Mitternachtsfragen. Heute beantworten wir die Frage, wie können Tiere Naturkatastrophen spüren, bevor sie überhaupt passieren? Wenn wir tiefer in die Welt der Tiere eintauchen, wird uns schnell klar: Wir Menschen sind auf diesem Planeten eher Gäste. Tiere dagegen sind vollständig mit der Erde verbunden. Während wir Sensoren, Satelliten und Computer brauchen, um unsere Umwelt zu verstehen, sind Tiere biologisch perfekt darauf eingestellt. Ihre Sinne arbeiten ununterbrochen, Tag und Nacht, direkt im Einklang mit dem System unseres Planeten. Schon im Jahr 337 v. Chr. berichteten Historiker, dass Ratten und Schlangen Tage vor einem schweren Erdbeben aus der griechischen Stadt Helike flohen. In der Neuzeit machten Forscher in Japan eine weitere beunruhigende Beobachtung. Die Milchproduktion von Kühen sank deutlich, und zwar bis zu 3 Wochen, bevor starke Erdbeben auftraten. Tiere nehmen ihre Umwelt nicht nur wahr, sie reagieren körperlich darauf. Ihr Stresslevel steigt so stark, dass sich sogar lebenswichtige Prozesse verändern. Aber was genau nehmen sie wahr, was wir nicht spüren? Die Wissenschaft hat mehrere Erklärungsansätze dafür gefunden. Einer der wichtigsten sind sogenannte Mikrovibrationen. Bevor ein starkes Erdbeben entsteht, sendet die Erde extrem schwache Erschütterungen aus, sogenannte Primärwellen oder P-Wellen. Diese bewegen sich blitzschnell durch den Boden, sind für uns Menschen völlig unsichtbar und unspürbar. Tiere jedoch, die ständig Bodenkontakt haben oder sehr nah am Boden schlafen, nehmen diese Vibrationen wahr. Für sie fühlt sich das wie ein innerer Alarm an, ein Warnsignal, dass etwas Großes bevorsteht. Eine andere Theorie beschäftigt sich mit atmosphärischer Elektrizität. Wenn sich tektonische Platten unter enormem Druck gegeneinander verschieben, brechen im Gestein chemische Bindungen auf. Dabei werden elektrische Ladungen und Ionen freigesetzt, die in die Luft gelangen. Tiere mit Fell oder Federn spüren diese Veränderungen als statische Elektrizität. Ein plötzliches Kribbeln, Unruhe, Panik und der natürliche Fluchtinstinkt setzt ein. Und wenn es in der Welt der Sinne einen unangefochtenen Meister gibt, dann ist es die Schlange. Schlangen reagieren extrem sensibel auf elektromagnetische Veränderungen. Studien zeigen, dass sie Erdbeben aus bis zu 120 Kilometern Entfernung wahrnehmen können, und das bis zu 5 Tage im Voraus.
Sie spüren minimale Temperaturveränderungen und Erschütterungen in ihren unterirdischen Bauen. In China wurde beobachtet, dass Schlangen mitten im Winter ihre Verstecke verließen, obwohl draußen eisige Temperaturen herrschten. Viele von ihnen erfroren, nur um einem Erdbeben zu entkommen, das kurz darauf ganze Regionen erschütterte. Doch selbst Tiere, die wir kaum beachten, besitzen erstaunliche Fähigkeiten. Ameisen zum Beispiel. Deutsche Studien haben gezeigt, dass Ameisen kleinste Veränderungen im Kohlendioxidgehalt der Luft und in der Temperatur der Erdkruste registrieren können. Noch bevor ein Erdbeben eintritt, verlassen sie ihre Kolonien und bewegen sich in geordneten Gruppen, fast wie bei einer geplanten Evakuierung. Heute gehen Wissenschaftler noch einen Schritt weiter. Ein internationales Projekt namens Icarus verfolgt eine gewaltige Idee. Tausende Tiere und Vögel werden mit hochsensiblen Sendern ausgestattet, deren Bewegungen direkt von der Internationalen Raumstation aus überwacht werden. Wenn plötzlich Vögel auf einem ganzen Kontinent ihre Flugrouten ändern oder große Tiergruppen ungewöhnliches Verhalten zeigen, analysiert ein Computersystem diese Daten in Echtzeit und könnte frühzeitig Warnungen an Menschen senden. Am Ende bleibt jedoch eine wichtige Erkenntnis. Egal wie weit unsere Technologie fortschreitet, die Natur birgt noch immer Geheimnisse, die uns Demut lehren. Jedes Lebewesen wurde mit einzigartigen Fähigkeiten zum Selbstschutz ausgestattet. Tiere sind nicht nur Teil dieses Planeten, sie sind seine wahren Wächter. Wenn deine Katze plötzlich panisch flieht, dein Hund sich weigert, das Haus zu betreten oder Ameisen in ungewöhnlicher Menge auftauchen, dann ist das vielleicht kein Zufall. Vielleicht versucht die Natur, dich zu warnen. Und bevor wir hier Schluss machen, wir lieben es, solche Fragen gemeinsam mit euch zu durchdenken. Wenn euch vor dem Einschlafen wieder eine komische, verrückte oder spannende Frage wachhält, schreibt sie unten in die Kommentare. Vielleicht wird genau eure Frage die nächste Folge von Mitternachtsfragen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.